Morgen! Moin! Hier an Tag 5 auf der Schlangeninsel. Eben schlängelte schon eine hier in Richtung Wasser vorbei, schlängelte dann wieder zurück. Eben haben wir entdeckt, dass direkt hier vorne sich auch noch eine sonnt, nicht weit entfernt von unserem Lagerplatz. Und ja, wir haben entschieden, dass wir heute hier bleiben. Wir brauchen mal ein bisschen Erholung. Das Wetter ist jetzt nicht so bombastisch, es ist sehr windig. Es soll auch immer wieder mal regnen, aber wir machen auf jeden Fall einen Tag Pause hier. Vielleicht ein bisschen angeln, aber ansonsten hauptsächlich entspannen. Hängematte, Klappe die zweite. Wenn ihr schon die Videos zum See Asnen in Schweden gesehen habt, falls ihr es noch nicht getan habt, wir verlinken sie euch hier oben. Da hatte ich meine Didi-Hammocks mit dabei, die ich mir eigentlich mal geholt habe, um draußen in der Wildnis da drin übernachten zu können. Die aber schon sehr viel Platz wegnimmt und auch ein bisschen was wiegt. Ein Moskitonetz mit dabei hat, was man nicht braucht, wenn man einfach nur mal so in der Hängematte chillen will. Und deswegen habe ich mir für die Tour nochmal eine zweite Hängematte geholt, die deutlich kleiner und kompakter ist. Und zwar von Amazonas, die Ultralight. Die wiegt gerade mal 180 Gramm. In dem kleinen Päckchen, was ich hier drin habe, ist nicht nur die Hängematte drin, sondern auch noch das dazu passende Seilset. Auch nur 90 Gramm, also wirklich ein Leichtgewicht und sehr, sehr kompakt. Und vom System her, ich habe es zu Hause schon einmal probiert, auch sehr, sehr leicht umzusetzen und hat trotzdem eine gesamte Tragkraft von 150 Kilogramm. Also je nachdem, wie viel man wiegt, könnte man sich sogar mal zu zweit da reinlegen. Das ist jetzt nur die Hängematte, ich habe den Beutel schon offen. Und das ist das Seilset, das hatte ich mit da drin. Also man sieht, sehr, sehr klein und kompakt. Einfacher vom System geht es, glaube ich, nicht. Man hat hier so einen Schlaufengurt. Bisschen breiter, dass er auch möglichst den Baum schont. Auf die Höhe, die man ihn haben möchte. Kann man schon mal platzieren. Hier wird gleich die Hängematte dran festgemacht. Und feststellen kann man es dann über diese Seiltunnel. Wenn es jetzt nicht unter Spannung ist, kann man hier einfach in diese Richtung nachziehen. Ist aber trotzdem dann, wenn es unter Spannung ist, bombenfest. Und wenn man es wieder weiterstellen möchte, einfach am anderen Ende so auseinanderziehen. Sehr, sehr praktisch. Mit bei dem Seilset sind auch noch zwei kleine Abtopfbändchen. Die könnte man hier dran machen, wenn man jetzt
ein Tarp drüber spannt im Regen, dass das Wasser nicht hier runterläuft und dann in die Hängematte, dann tropft es an diesen Bändchen, die werden einfach nur hier dran geknotet, herunter. Links zum Seilset und zu der Hängematte findet ihr selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung. Bei den Links handelt es sich, wie heutzutage üblich, um sogenannte Affiliate-Links. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr was darüber kauft, denn dann bekommen wir eine kleine Provision. Ihr würdet uns damit sehr unterstützen, zahlt selbst aber keinen Cent mehr. Und ich sage an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank. Heute war ein schöner, erholsamer Tag. Abgesehen von dem Wind, der immer wieder mal sehr stark war und der auch den ganzen Tag nicht nachlassen wollte, hatten wir aber schönes Wetter, schöneres Wetter als angesagt war, sodass man den Tag wirklich gut zum Erholen nutzen konnte. Und jetzt gibt es dann Essen. Genau, und zwar Tomatenfeta-Suppe machen wir uns heute. Zwiebeln und Knoblauch erstmal andünsten in Olivenöl. Chili, Piment und Oregano. Fliegende Oregano. Kurz umrühren. Stückige Tomaten. Dann kommt jetzt noch 1 Liter Gemüsebrühe da rein. Das müssen wir allerdings im Topf anrühren. Für den nächsten Job, da bist du, glaube ich, besser für geeignet, Zitrone auspressen. Ich glaube, ich hatte eben gesagt Gemüsebrühe. Wir haben aber Rinderbrühe mit dabei. Kann man auch nehmen, weil Gemüsebrühe hatten wir gerade keine daheim. So. Ungefähr 1 Teelöffel Zucker. Pfeffer. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Salz. Als nächstes kommen die Nudeln rein. Das ist die griechische Variante von Orzo-Nudeln. Kann man beides nehmen, ist das gleiche. Jetzt wird spannend. Suppe ohne Suppenkette ist immer ein Abenteuer. Was habe ich gesagt?
Passt schon. Feta. Dann probier mal. Ja. Ui. Das ist immer der einzige Nachteil an diesen Metalltellern. Ist ja heiß, ne? Ja. Sehr lecker. Gut scharf. Ist immer so ein kleines Glücksspiel bei den Chilis. Wir trocknen die selber, also kaufen die frisch, trocknen die dann und irgendwann vermischen die sich und dann gibt es schärfere und weniger schärfe. Ich würde vermuten, dass jetzt gerade 2 sehr scharfe reingekommen sind. Aber regt den Kreislauf an. Und schon sitzen wir wieder unterm Tarp. Wird aber wahrscheinlich nur ein kurzer Regenschauer sein. Die Suppe ist aufgegessen. War sehr scharf, aber auch sehr, sehr lecker. Hat gut getan. Wie vorhin schon gesagt, der Tag hier als Ruhepause hat sehr gut getan. Es ist, wie man es den Lichtverhältnissen ansieht, deutlich früher. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Dürft ihr gleich mit uns genießen. Sagen zu euch aber schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Moin moin. Morgen. Tag 6. 6, sage ich doch. Das Zeitgefühl schwindet. Kaffee. Tag 6, Kaffee. Gestern war schön, gestern war erholsam. Hat richtig gut, ja. Hat Dafür sehr, sind sehr wir gut. heute sehr gut gestartet. Ne? Oh ja, also so früh wie heute waren wir auf der Reise noch nie dran. Es hat schon sehr, sehr gut getan, war auf jeden Fall auch nötig. Auch unseren Mitbewohner hier auf der Insel durften wir heute Morgen schon wieder begrüßen. Wir nennen ihn Schlangenbert. Er hat gestern tatsächlich den ganzen Tag direkt hier vorne, keine 2 Meter vom Lager, sich gesonnt, die kleine schwarze Schlange. Und heute Morgen kam sie auch schon wieder an und hat sich auch direkt wieder dahin gelegt. Ja, wir werden heute auf jeden Fall weiter paddeln. Das ist ganz klar. Noch ein bisschen weiter in das Areal mit den vielen Inseln rein. Wir haben schon entschieden, den zweiten Nationalpark, den werden wir uns nicht mehr angucken. Der Umweg ist uns zu groß. Und bei dem Wind. Gerade bei dem Wind. Es ist heute auch wieder sehr windig und ja, wahrscheinlich werden wir dann da auch wieder keinen Platz finden, weil auch da darf man nur an offiziellen Stellen übernachten und die sind immer sehr schnell voll. Und ja, wie schon ein paar Mal gesagt, auch nicht so unser Ding. Deswegen sparen wir uns den, paddeln lieber noch mal ein Stückchen in dieses doch sehr schöne Areal mit den vielen Inseln, was eben auch kein Nationalpark ist. Also hier darf man wild campen. Und trotzdem ist es alles sehr naturbelassen hier. Da werden wir weiter rein paddeln, uns nochmal eine schöne Insel suchen. Und dann, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, werden wir aus der Tour, ihr habt es wahrscheinlich dann schon im Titel gelesen, eine 8-Tagestour machen. Ja, noch während wir hier den Kaffee kochen, fängt es an zu regnen. Deswegen das Tarp immer als letztes abbauen.
Wir gönnen uns jetzt erstmal einen Kaffee, das Müsli und dann laden wir den Krempel auch nur noch ins Boot und reiten los. Genau. Das war so unsere Insel. In die Richtung geht es jetzt weiter. Hier sieht man schön das Wetter, mit dem wir es zu tun haben, seit ein paar Tagen. Dunkelgraue Wolken, da hinten sieht man blauen Himmel, da hinten ist es wieder dunkel. Sehr wechselhaft. Wind. Da vorne müssen wir nach links rum. Hinter uns auf der Insel steht ein Schild. Wir haben es jetzt noch nicht übersetzt, das war später. Aber werden euch die Übersetzung einblenden. Aber wir vermuten Vogelschutzgebiet. Ist auf jeden Fall ganz gut hier in der Region. Die Inseln, die in irgendeiner Form Schutzgebiete sind immer mit Schildern gekennzeichnet. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich eine Insel aussucht, auch immer einmal um die Insel rumzufahren. Und manchmal steht auch wirklich nur an einer oder maximal 2 Seiten ein Schild. Und ich würde mir am Google-Übersetzer auf jeden Fall Finnisch als Offline-Variante herunterladen. Wenn man mal kein Netz hat, dass man die Schilder trotzdem übersetzen kann. Aber auch Deutsch. Stimmt, genau, auch Deutsch. Die Sprache, in die man es übersetzen lassen möchte, muss auch offline verfügbar sein, haben wir irgendwann mal lernen dürfen. Dahinter kommt nochmal eine, ist etwa so groß wie die. Okay. Und links daneben liegt noch einer. Also quasi hinter der ist noch eine, die ist auch ungefähr so groß. Ja. Und dann nochmal ein Stückchen weiter links, jetzt genau hinter dir, ist nochmal eine kleinere. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die kleine hier direkt vor uns an. Genau. Wenn die eine geile Stelle hat, die wirklich schön aussieht, Dann bleiben wir direkt da. bleiben wir direkt da. Ich würde es auch jetzt wirklich vom Platz abhängig machen, ob wir können nochmal schön Dann will lagern. ich mir die großen gar nicht erst angucken, wenn die nicht sind. Direkt hinter zu der kleinen. Ja, So genau. ist dann gerade Würde ich auch auch so machen. Ja. Das ist jetzt hier die rechte Seite der Insel. Also rechts von der Seite, wo wir drauf zugefahren sind. Oh ja.
Ameisenhaufen, der zweite. Allerdings nicht sehr viel los. Ich dachte gerade, hier hätte vielleicht mal jemand einen Baum verschoben, der hier lag, aber das scheint eine Ameisenstraße zu sein. Das ist der Inbegriff von der Ameisenstraße. Ja. Die haben mir richtig einen Weg reingeflößt. Ne? Ja. Hier geht noch eine Abzweigung. Oh ja. Da geht's weiter, war schon zu diesem riesigen Haufen dort. Und dann ist die Abzweigung. Krass, so heftig habe ich das noch nie gesehen. Der Platz hier wird es werden. Das ist bisher das ebenste, was wir gefunden haben. Ich hole noch gerade das Boot hier rüber. Und dann bauen wir hier auf. Da vorne sind wir eben an Land gegangen. Direkt gekoppelt, im Trockensack transportiert, spart Zeit. Sehr, sehr gute Schlafsäcke für den Sommer. Mega leicht. Trotzdem warm genug, auch hier in den Nordländern. Für Paare wie uns koppeln immer eine wichtige Funktion. Und schon wieder, gerade mit dem Aufbauen fertig. Von da hinten hat man schon wieder den Regen ankommen. Übers Wasser, man sah es auch richtig, wie es hier dunkel wird. Und wir sind wirklich gerade eben mit unserem Konstrukt hier fertig geworden. Diesmal ein bisschen anders, weil der Platz hier das anders nicht hergegeben hat. Das Dach überlappt hier ein bisschen mit dem Zelt. Das ist zumindest ein Teil des Eingangs geschützt ist. Und dann haben wir hier drüben einen Sitzplatz. Jetzt hört man den Regen ankommen. Wow, ich bin mal gespannt, ob man es auf der Kamera sieht. Man hat immer so 5 Minuten, dann sieht man es. Und dann nochmal, wenn man es hört, ungefähr 1-2 Minuten. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dafür hängt das Tab nicht tief genug. Wenn wir das gewusst hätten, ist es ein bisschen tiefer gehangen. Vor allen Dingen da hinten kommt schon wieder die Sonne raus. Der Wetterumschwung. Ja, keine 10 Minuten war das Ganze jetzt. Schon scheint hier wieder die Sonne. Den Fisch gerade springen sehen? Ich glaube, der ist vom Köder geflüchtet. Spannend, ob man das auf der Aufnahme sieht. Ein Miniaturhecht hier vorne. Da direkt am Stein. Da so. Steht winziger Hecht. Keine 10 cm. Krass. Ich glaube, so einen kleinen habe ich noch nie gesehen. Schwimmt er weg. Direkt vom Köder. Wirklich so groß nur der Hecht. Diese Feuerstelle hier ist mal ein ganz gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Es soll jetzt nicht anklagend sein, wir machen alle Fehler, auch wir sind nicht frei von Fehlern. Aber man kann ja aus den eigenen Fehlern und auch den Fehlern von anderen lernen. Und hier sieht man sehr, sehr gut, was die Gefahr beim Feuermachen ist.
Das ist eine große Feuerstelle. Ich weiß nicht, ob die Dimensionen jetzt so rüberkommen. Ich stelle mich mal kurz dazu. Also ist schon ein bisschen größer, das Ganze. Das heißt, hier hat wahrscheinlich auch ein großes Feuer stattgefunden, was eigentlich von den Felsen hier begrenzt sein sollte. Aber vielleicht sieht man es den Boden drumherum schon so ein bisschen an. Hier sind nämlich überall Wurzeln. Und die haben irgendwann auch Feuer gefangen. Das ist nämlich die große Gefahr, wenn man hier Feuer macht. Sogenannter Wurzelbrand. Das ist hier richtig bis ans Moos. Durch den vielen Bewuchs und die vielen Pflanzen, die hier sehr flach wurzeln, ist der Boden wirklich voller Wurzeln. Und die können halt eben auch brennen. Das ist besonders gefährlich, wenn man so ein großes Feuer hat. Das halt eben dann auch sehr viel Hitze erzeugt. Aber kann natürlich auch schon bei einem kleineren Feuer passieren. Und dann sieht man wirklich überall drumherum, dass es hier wirklich richtig rausgebrannt hat. Hier hat wirklich dann die Erde gebrannt, geglüht. Komplett drumherum. Auch bis hier oben. Auch die sind alle angekokelt. Die ganzen Wurzeln. Entweder haben diejenigen, die das Feuer gemacht haben, dann noch das Glück gehabt, dass sie es vielleicht am selben Abend oder am nächsten Tag noch entdeckt haben. Und so groß wie das ist, vermute ich mal, dann sehr aufwendig löschen durften. Oder sie hatten sogar noch mehr Glück und das Feuer wurde dann vom Regen gelöscht am nächsten Tag. Weil sowas, das brennt oft wirklich unbemerkt weiter. Wirklich richtig in der Erde, unter der Erde. Oft sieht man das gar nicht, wenn sich das dann erst so in die Steine und sowas reinfrisst. Also unter den Steinen durchfrisst. Und so werden hier sehr, sehr viele Waldbrände ausgelöst, weil die Leute das gar nicht mitbekommen. Das Feuer ist dann schon gelöscht, im besten Fall. Sieht auch so aus, als würde es nicht mehr brennen. Aber in der Erde brennt es dann weiter. Das ist halt eben sehr, sehr gefährlich. Das heißt, an so einer Stelle mit so vielen Wurzeln kein Feuer machen. Und generell natürlich immer nur Feuer machen, wenn ihr sicher im Umgang damit seid, euch auskennt. Und im Zweifelsfall immer sein lassen. Und das Feuer auch wirklich immer richtig löschen. Also ich ärgere mich schon fast darüber, dass wir das so wirklich noch nie gezeigt haben, wie viel wir immer löschen. Aber ich versuche generell immer, wenn wir mal irgendwo ein Feuer machen, möglichst nah am Wasser zu sein. Und dann kommen entweder Flaschen, die wir dabei haben, oder im besten Fall der große Eimer zum Einsatz. Und dann wirklich richtig viel Wasser. Nicht nur über die eigentliche Feuerstelle und auch deutlich länger, als das hier aus ist, sondern so, dass der Boden wirklich durchdrängt wird. Und dann aber auch komplett außenrum. Ja, sicher ist sicher. Lieber zu viel als zu wenig. Also bei uns kommen da sicherlich einige Liter dann zum Einsatz. Und dann auch später immer noch mal gucken. Also wir gucken immer noch mal am Abend, direkt bevor wir ins Bett gehen und am nächsten Morgen, dass auch sicher nichts ist. Ja, und dann auch noch so ein paar kleine andere Sachen, wie hier liegt zum Beispiel noch Müll mit drin. Den werde ich gleich aufsammeln. Der kommt in unseren Müllbeutel, den nehmen wir mit. Und auch generell. Also ich meine, man kann sich darüber streiten, ob man jetzt eine Feuerstelle wieder abbaut. Wir machen es mittlerweile, die Natur wird einfach dann schöner hinterlassen. Sie wird so hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat, aber man soll es wenigstens einigermaßen ordentlich hinterlassen. Und hier hat man sich offensichtlich sowas wie eine Sitzbank gebaut. Hier vorne ist alles zerfleddert. Es liegt überall Birkenrinde, die hergerichtet worden ist, rum. Wie gesagt, Müll, das geht schon mal gar nicht. Den nimmt man immer wieder mit, alles. Wenn man Biomüll hat, den kann man vergraben, aber auch nicht einfach rumliegen lassen. Das sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, die man beherzigen sollte. Aber einen schönen Spot hatten sie ja, das muss man schon sagen. Hier beim richtigen Wetter, die Aussicht, ich vermute mal, sie durften, während sie sich bestimmt was Leckeres gekocht haben, davon auch den Sonnenuntergang sehen. Blick über den See, hier ist schon echt schön. Ja, wie ihr sehen könnt, fürs Kochen ist schon alles aufgestellt, aufgebaut und vorbereitet. Deswegen werden wir jetzt mit dem Kochen loslegen. Und zwar gibt es heute Curry mit Hack. In unserem Fall der Haltbarkeit wegen mit Veggie-Hack
Und dazu gibt es Reis. Den werden wir jetzt auch als erstes aufsetzen. Während der Reis kocht, schnippeln wir schon mal ein bisschen Gemüse. Reis ist gut, der kann runter. Dann werden jetzt als nächstes Zwiebel, Knoblauch und Ingwer angedünstet. In Öl. Zwei Chilis, Schärfegrad ungewiss. Kurkuma und Garam Masala. Duftet das gut. Ne? Boah. Ich habe schon so riesen Hunger. Stell's noch mal ein bisschen runter. Das macht's nicht gerade besser. Und es ist wieder ganz schön wellig und windig geworden. Raindrops falling on my tarp. Tomatenmark. Genau. Das Veggie-Hack braucht Wasser. Wie gesagt, wir kaufen das immer aus Gründen der Haltbarkeit für so Reisen. Ist nicht wie echtes Hack, aber ist eine ganz gute Alternative. Und gerade wenn es in irgendeinem Gericht drin ist, wo der Geschmack wie jetzt in dem Fall eher von den Gewürzen kommt als vom Fleisch, dann passt es schon ganz gut. Allerdings das Hack hier nur in Gerichten, wo das Hack lose reinkommt. Für Patties oder dergleichen funktioniert es leider nicht, da braucht man eine andere Mischung. Ja. Leider nur noch eine Kartoffel übrig geblieben. Ja. Eigentlich wollten wir 2 reintun, aber die eine hat es nicht geschafft. Schön klein geschnitten. Und Salz. Zu guter Letzt noch Erbsen. Die müssen jetzt nur noch warm werden. Und dann kann gegessen werden. Ja. Riecht das gut. Der Reis ist ja zum Glück schon abgekühlt, dadurch sollte es jetzt gut essbar sein, wenn man es vermischt. Sehr lecker. Schmeckt sehr gut. Und schmeckt's dir? Mhm. Ist auch nicht zu scharf geworden, ne? Heute waren 2 Chilis sehr gut. Hätte sogar eine mehr sein dürfen, würde ich bis jetzt behaupten. Ja, das mit dem Veggie-Hack passt auch ganz gut. Mhm. Das Essen hat mal wieder sehr gut getan. Mhm. Ich hatte es heute irgendwie ganz besonders nötig. Ich weiß gar nicht warum. Der Tag war eigentlich nicht so anstrengend. Aber irgendwie hatte ich riesen Kohldampf, habe mich schon noch richtig schlapp gefühlt. Aber jetzt geht es mir wieder besser. Es ist wieder etwas früher, sodass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, die Aussicht zu genießen. Und die dürft ihr natürlich wieder mit uns genießen. Und wir sagen schon mal gute Nacht. Bis morgen.